What up, ja? Believe it or not, we're in Belize. Ja? Weiß nicht, wo es liegt oder was? Belize? Dann Belize dich mal. Ihr merkt schon, heute ist wieder eine Karlauer Stunde hier. Aber was die Wahrheit ist, ist, dass wir hier tatsächlich in Belize City sind, der größten Stadt dieses schönen kleinen Karibikstaates. Und das hier ist die Albert Street. Die Albert Street, die wichtigste Geschäfts- und Einkaufsstraße des Landes. Wobei, dazu kommen wir gleich noch, man ist hier relativ schnell der wichtigste und größte. Das ist wahrscheinlich der wichtigste und größte Bus des Landes, der gerade vorbeigefahren ist. Und ja, das ist Belize City. Ja, ihr merkt schon, man spricht hier Englisch. Und das liegt daran, dass hier nicht der Latino, nicht der Spanier geherrscht hat, der einst, sondern der Engländer saß hier. Da schrieb man hier Englisch. Und das hier ist der Battlefield Park. Wie es sich gehört, für einen englischen Rasen ist er einigermaßen gemäht, wobei es sieht ein bisschen grützig aus, muss ich schon sagen. Aber hier trotzdem, ne? Please keep off the grass, nicht auf dem Rasen rumtrampeln. Wenn das jeder täte, bei diesem Wetter, wäre das gleich ein Matschloch. Na? Ja, das ist hier die größte Stadt des Landes jetzt, ja. Ist an Sehenswürdigkeiten überschaubar, so wie das Land an sich überschaubar ist. Ja. Wir laufen jetzt hier über diesen großartigen Park oder Platz, oder um nicht Parkplatz zu sagen, rüber und finde hier ein Relikt von den Engländern noch. Das Courthouse, ja, das ist ein altes Gerichtsgebäude, weil die Engländer haben natürlich noch Reste ihres Justizsystems übrig gelassen, die Schulen, unter anderem aber auch erfreulicherweise ein Postsystem, was funktioniert. Im Gegensatz zu Guatemala, zum Beispiel Guatemala hat im Moment keine Post. Geht nicht, haben keine Post, kannst nichts verschicken. Ja, was ist das denn? Ja, aber egal, wie gesagt, hier funktioniert das noch einigermaßen. Belize ist relativ teuer und relativ arm, so jeder Zweite lebt unter der Armutsgrenze. Und das ist zwar nicht super, aber das ist immer noch besser als nichts. Und drüben in Guatemala ist es halt schlimmer. Ja. Deshalb ist es für einige Zuwanderer ganz interessant, für Guatemala als Staat auch. Da gibt es immer Reibereien an der Grenze, schon seit Jahren, seit Ewigkeiten. Weil Guatemala behauptet, Belize, das gehört doch alles uns. Ja. Aber die Belizeños, die sehen das naturgemäß ein bisschen anders. Heute ist hier ist wieder ein Gerichtsgedöns. Ja, man sieht schon die Architektur, nicht so furchtbar spanisch. Genauso wie auch die Städte zum Beispiel nicht mehr diese Blockstruktur haben, sondern es gibt hier sogar Kurven oder mal eine Spitze, wie sagt man, einen spitzen Winkel oder so. Ne? Also ist schon eine andere Welt, wenn man über diese Grenze rüberfährt. Ne? Die Belizer ansonsten kommen in allen Farben und Formen. Und es ist wieder keiner zu sehen. Also es gibt sie in dick, in dünn, es gibt sie in allen Farben, Formen, Größen, Gesäßdurchmessern, da ist also wirklich alles da. Ja. Also ein gemischter, bunter Haufen, die Mehrheit ist afrikanischer Abstammung. Und ja, und das ist an sich ja englischsprachig natürlich, das haben die Engländer natürlich auch übrig gelassen. Ja, und man begrüßt sich hier, wie ich es getan habe am Anfang, nicht mit Hello Sir oder eigentlich nur sehr selten, die meisten sagen What up, ja, und man puncht sich so die Faust so entgegen, ne? Und man geht barfuß und man geht vor allen Dingen langsam, hier in der Karibik, ne? Super Wetter und so, ne? Hier, da räumen wir gleich mal wieder mit einem weiteren Stereotyp auf, denn ihr wisst ja bei mir, da gibt es Fakten. Ein Fakt ist zum Beispiel, dass in der Regenzeit in der Karibik das Wetter scheiße ist. Ja. Und so ist es eigentlich kaum auszuhalten. Hier, wir haben 30 Grad, das hat aber jetzt stundenlang schon geschüttet. Also kälter wird es nicht mehr. Und es ist echt unangenehm, weil alles gammelt und modert irgendwie vor sich hin. Ja. Aber gut, ja. Ansonsten Belize City, die Hauptsehenswürdigkeit habe ich gezeigt. Ne? Das war es im Prinzip. Reiseführer gibt auch nicht mehr her. Ne? Dann liegen ein paar Kreuzfahrtschiffe draußen, die fallen da gelegentlich in Horden über diese Stadt, dieses Land her. Was ja insgesamt nur 300.000 Einwohner hat. Ne? Also wenn dann mal eben 2000 deutsche Kreuzfahrttouristen reinfallen, dann merkt man das schon. Ne? Ja, hinten liegen auch noch die Cays, also so Koralleninseln habe ich mir diesmal geschenkt, jetzt wettermäßig. Außerdem war ich ja auch neulich schon mal auf Chachauate, ihr erinnert euch, da habe ich auch schon ein Video gemacht, diese kleine Koralleninsel in Honduras. Ja, ansonsten Belize hat relativ viel unberührten Regenwald, also schöner Regenwald. Wenn man da durchfährt, siehst du wirklich Wald ohne Löcher drin. Ansonsten in Lateinamerika ist eigentlich überall abgehackt, zumindest da, wo du auf der Straße rumfährst, da ist alles abgehackt an den Hängen schon und so weiter. Und das ist hier nicht so. Dann gehst du auch Höhlen, kannst in Höhlen rumkriechen, kannst die Maya-Ruinen angucken. Ne? Also Maya, also nicht Biene Maya und nicht Onkel Maya, Oskar Maya, sondern halt Maya, das alte Volk. Ne? Was ja aus unerfindlichen Gründen ausgestorben ist. Ja, also deren Haufen kann man sich angucken, Steinhaufen natürlich, Zivilisationsreste, wie der Fachmann sagt. Und ja, das werde ich noch tun, ich werde mir noch eine Maya-Stätte angucken auf dem Weg heraus. Dann sind wir schwuppdiwupp auch schon wieder in Mexiko. Ja. Was machen wir noch?
Was gibt es noch zu machen in Belize? Es ist wieder so ein Land, wo man so langsam gar nicht reisen kann, wie man müsste, um das Land einigermaßen irgendwie so ein bisschen aufzunehmen in sich, ne? Weil es halt sehr kompakt ist. Ich habe nur 500 Kilometer Asphaltstraße und ja, alles überschaubar. Ich habe vorhin den Oppositionsführer getroffen in der Straße, weil den hat ja jeder angelabert, den Typ, ja, dann habe ich ihn auch angelabert, hat sich rausgestellt, der ist der Oppositionsführer, ne? Ja, so kann es gehen. Also es ist halt hier Belize City, ne? Die Metropole des Landes, 65.000 Einwohner. Hier triffst du halt auch einfach jeden. Ne? Und dann, na gut, Oppositionsführer. Stell dir mal vor, du läufst irgendwie durch Berlin und triffst mal schnell irgendwie den, was den zieh ich mal oder so, ja. Schon krass. Naja, aber gut, Hauptstadt ist es ja nicht, das wissen wir alle, die wir in Geografie aufgepasst haben in Erdkunde. Hauptstadt von Belize ist Belmopan, sehr richtig. Belmopan hat 13.000 Einwohner. Ich habe versucht, dort ein Eis zu essen. War schwierig, also es gibt nur eine Eisdiele, 2 Tankstellen, ansonsten alles Ministerien. Kannst dir völlig schenken, ja. Also nicht so der Hammer. Aber jetzt geht es ja bald Richtung Norden, denn ist Fiesta Mexicana bald angesagt. Und ich hoffe, euch dabei begrüßen zu können. Wir werden dann die Segel setzen bzw. den Schlüssel rumdrehen und dann hochfahren zur mexikanischen Grenze. Fehlen noch irgendwie so 150 Kilometer oder sowas. Also die kriegen wir auch noch hin. Ja, Bus steht ansonsten gut da, aber kämpft auch mit dem Motor halt, ne, so wie das eben so ist. Ja. Und ja, aber jetzt gucken wir langsam da hoch. Ja, Sehenswürdigkeiten habe ich euch gezeigt. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Oder wie sagen sie hier? See you later nicht, das ist zu formal. Die sagen was anderes irgendwie. Ja, weiß ich es auch nicht. Aber irgendwas total Cooles sagen die jedenfalls. Ich sage jetzt auch was total Cooles. Ne? Also total Cooles. Tschö.